Marcus Aurelius sagt: Nirgendwo kannst du hingehen, wo es friedlicher ist, freier von Unterbrechungen als deine eigene Seele. Ziehe dich zurück, um deine eigene Seele zu konsultieren, und kehre dann zurück, um dem zu begegnen, was auf dich wartet. Marcus Aurelius war ein römischer Kaiser von 160 bis 180 nach Christus. Er gilt als der letzte der 5 guten Kaiser. Während seiner Zeit schrieb er eine Reihe von autobiografischen Schriften, bekannt als Meditationen, in denen er konsequent für die Verfolgung der Gelassenheit im Leben eintrat. Während seine Meditationen oft die Bedeutung des Frühaufstehens und des Ergreifens des Tages betonen, betonte er auch die Bedeutung, sich Zeit zu nehmen, sich innerlich zurückzuziehen und Ruhe zu finden. Dank seiner Aufzeichnungen haben wir eine vernünftige Vorstellung davon, wie seine nächtliche Routine ausgesehen haben könnte. In diesem Video werden wir 7 verschiedene Dinge erkunden, die Marcus Aurelius am Abend oder am späten Nachmittag getan hätte und wie wir diese Routine für unser modernes Leben übernehmen oder anpassen können. Fangen wir an. Das Einzige, was ich von dir verlange, ist, dieses Video in keiner Weise zu überspringen. Wenn du hier bist, betrachte dich als anders als die Mehrheit. Betrachte dich als Ausnahme. Jetzt verhalte dich auch so und überspringe kein Kapitel. Danke. 1. Beseitige äußere Reize. Marcus Aurelius sagt: Es liegt in deiner Macht, dich zurückzuziehen, wann immer du es wünschst. Es ist bekannt, dass Marcus Aurelius seine Abende nutzte, um sich abzukoppeln. Obwohl er besonders für seine Philosophie bekannt ist, uns zu raten, jeden Tag so zu leben, als wäre es der letzte, glaubte er auch daran, sich Zeit zu nehmen, um in seinem eigenen Geist Zuflucht zu finden, um sich zu erneuern. Er tat dies in dem Bestreben, sich von Stress oder negativen Gefühlen zu befreien, sich von äußeren Reizen abzukoppeln und Wert in der Introspektion zu suchen. Externe Reize sind die Veränderungen außerhalb des Körpers oder das Wissen, das uns durch die Sinne vermittelt wird. Heutzutage stehen wir ständig äußeren Reizen gegenüber, insbesondere beim Umgang mit Menschen und Technologie. Um den oberflächlichen Anforderungen unserer modernen Gesellschaft gerecht zu werden, überladen wir uns und unsere Tage sind mit Aufgaben, Verpflichtungen, Meetings, E-Mails und Fristen gefüllt. Wir verlieren unsere Freiheit und unseren Seelenfrieden. Und obwohl wir danach streben, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu schaffen, ist es unvermeidlich, dass wir erschöpft, überwältigt und gestresst nach Hause zurückkehren. Unsere nächtliche Routine beinhaltet normalerweise das Nachholen von sozialen Medien, das Fernsehen oder den Versuch, auf die letzten E-Mails zu antworten. Wir müssen die Reize reduzieren und unseren Geist entlasten. Daher sollte deine nächtliche Routine die Zeit sein, die du dir selbst widmest. Dies bedeutet wahrscheinlich, viele der abendlichen Aktivitäten zu beseitigen, an die du dich gewöhnt hast, und sie durch neue zu ersetzen, die dir wirklich helfen, dich abzuschalten und dich auf dich selbst zu konzentrieren. Dies bedeutet, deine Technologie mindestens eine halbe Stunde vor dem Zubettgehen schlafen zu legen und nach Gelassenheit zu suchen. Dies kann so einfach sein wie eine geführte 5-minütige Meditation, ein Bodyscan oder eine Atemübung. Achtsamkeitsmeditationen helfen, einen überaktiven Geist zu beruhigen und sich auf den physischen Körper zu konzentrieren. Diese Art der Meditation kann ein Rückzug in uns selbst sein, und die Auswirkungen ihrer Einbeziehung in deine nächtliche Routine können unglaublich vorteilhaft sein. Meditation ist bekannt dafür, Angstzustände zu reduzieren, die Stimmung zu verbessern und auch den Schlaf signifikant zu verbessern. Deine Schlafenszeit sollte eine Pause von der geschäftigen Welt und ein Rückzug zu deinem friedlichen Selbst sein. Während das Genießen von TV-Serienmarathons, das Spielen von Videospielen, das Abhängen mit Freunden
oder das Durchscrollen sozialer Medien wie eine persönliche Auszeit erscheinen mag, helfen diese Aktivitäten tatsächlich nicht, Gelassenheit zu erreichen. Tatsächlich lenken sie dich davon ab, sie zu finden. Und obwohl Schlaf wichtig ist, reicht es oft nicht aus, um dich nach einem hektischen Tag wiederherzustellen. Eine wirklich entspannende nächtliche Routine muss etwas beinhalten, das deinen Geist abschalten lässt. 2. Betätige dich körperlich. Marcus Aurelius sagt uns, es ist eine Schande für einen Mann, alt zu werden, ohne die Schönheit und Kraft zu sehen, zu der sein Körper fähig ist. Obwohl Marcus Aurelius vor fast 2000 Jahren lebte, verstand er die Bedeutung von körperlicher Bewegung. Er glaubte, dass ein gesunder Geist nicht ohne einen gesunden Körper existieren kann. Die Stoiker glaubten, dass schon ein einfaches Trainingsprogramm uns tugendhafte Lebenskompetenzen wie Ausdauer, Selbstverbesserung, Disziplin, Überwindung von Herausforderungen und Aufbau von Selbstvertrauen lehren kann. Sie verstanden, dass es wichtiger war, für diese Selbstbeherrschung Fähigkeiten zu trainieren, als für äußere Anerkennung. Trotz dessen, was die Medien uns glauben machen könnten, wussten die Stoiker damals bereits, dass das Streben nach einem perfekten Körper, nur um anzugeben, selten zu wahrem Glück führt. Oft vermeiden wir unsere Übungseinheit mit Ausreden wie „Ich bin zu müde", „Ich habe morgen ein wichtiges Meeting und möchte nicht verspannt sein" oder „Ich bin so gestresst bei der Arbeit, dass ich nicht einmal über Bewegung nachdenken kann." Obwohl viele von uns aus verschiedenen Gründen körperliche Bewegung vermeiden, bietet sie unglaubliche Vorteile für die körperliche und geistige Gesundheit und wir sollten sie nicht völlig aus unserer Routine streichen. Jede Form von Bewegung, ob es sich um Sport treiben oder ins Fitnessstudio gehen handelt, ist vorteilhaft, da sie eine Flut von Gehirnchemikalien freisetzt, die uns gut fühlen lassen, bekannt als Endorphine, die Stress reduzieren und die Stimmung verbessern. Wenn du abends trainierst, kann es dir sogar helfen, schneller einzuschlafen und du fühlst dich erfrischt und bereit, den nächsten Tag zu bewältigen. Du kannst auch das Konzept des abendlichen, zügigen Spaziergangs aufgreifen, um deinen Geist zu klären. Und während du gehst, bemerke die Luft und die Umgebung um dich herum. Lass deinen Geist von den grüblerischen Gedanken des Tages zum Beobachten des Nachthimmels, unter dem du gehst, wechseln. Indem du sanft deinen Körper bewegst und die Schönheit der Natur um dich herum schätzt, wird dein Geist von einem arbeitsreichen Tag befreit und du wirst auf eine gute Nachtruhe vorbereitet. 3. Überprüfe deinen Tag. Laut Marcus Aurelius. Nichts hat die Kraft, den Geist so zu erweitern wie die Fähigkeit, systematisch und wahrhaft alles zu untersuchen, was dir im Leben begegnet. Die Stoiker glaubten, dass die 2 besten Momente für die Reflexion am Morgen und am Abend waren. Vorbereitung auf den kommenden Tag, indem man morgens seine Gedanken in einem Tagebuch festhält und den vergangenen Tag überprüft. Marcus Aurelius schrieb seine Meditationen mit der Absicht, sein eigenes tägliches Leben und seine Gedanken zu überprüfen, um persönliche Klarheit zu erlangen. Er hielt ein wachsames Auge auf seine täglichen Handlungen und Entscheidungen. Die Stoiker betonten die Bedeutung, sich seiner eigenen Handlungen bewusst zu sein und hoben die Bedeutung hervor, sich jeden Abend Zeit zu nehmen, um zu überprüfen, was passiert war, als eine Möglichkeit, bewusster zu werden. Insgesamt bezeichneten die Stoiker diese Art der Aufmerksamkeit als eine Aufmerksamkeit, die darauf abzielt, Selbstbewusstsein für die eigenen Handlungen zu schaffen und zu prüfen, ob sie mit dem eigenen höheren Selbst übereinstimmen. Die Stoiker verglichen diese Art der täglichen Reflexion mit der Darlegung eines Falls vor Gericht. Du erinnerst und beurteilst deinen Tag durch Selbstprüfung deiner täglichen Handlungen und Entscheidungen und überprüfst sie dann systematisch. Dies soll keine Bewertungspraxis sein, sondern eher eine mitfühlende Überprüfung, die dich dazu führen wird, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Du kannst diese Art der täglichen Überprüfung
in deine nächtliche Routine einbeziehen, indem du Zeit vor dem Schlafengehen reservierst, um den vergangenen Tag zu erinnern. Überprüfe jeden Moment des Tages, vom Zeitpunkt des Aufwachens bis zum jetzigen Moment. Meditiere über die verschiedenen Entscheidungen und Handlungen, die du getroffen hast. Was hast du heute gut gemacht? Welche Emotionen hast du erlebt? Welche Teile deines Tages haben Unbehagen bereitet? Wie kannst du von dem, was heute passiert ist, lernen? Was hast du heute nicht erreicht, was du erreicht hättest? Tägliche Reflexionen spielen eine entscheidende Rolle in der stoischen Philosophie. Sie helfen uns, uns auf den nächsten Tag vorzubereiten, indem wir aufschreiben, was wir heute erreichen wollten. Sie sind auch entscheidend dafür, zu bewerten, ob unsere täglichen Handlungen mit der Person übereinstimmen, die wir wirklich sein möchten. Zum Beispiel könntest du während der Überprüfung deines Tages ein Ereignis wie eine unangenehme Interaktion, die auf einem Missverständnis beim Kauf deines Morgenkaffees beruhte, erinnern. Du wirst in der Lage sein, wie dich diese Interaktion unbehaglich und gereizt zurückließ. Du wirst die Zeit hervorheben, die du damit verbracht hast, über die Begegnung nachzudenken und wie sie deine Stimmung am Morgen beeinflusste. Du kannst darüber nachdenken, wie du die Situation anders gehandhabt hättest oder wie diese Interaktion letztendlich im Gesamtkontext deines Tages unbedeutend war. Indem du dich dieses Ereignisses bewusst wirst, wirst du das nächste Mal, wenn du einer ähnlichen Situation gegenüberstehst, mit größerer Achtsamkeit vorgehen. Das Zurückstellen von Zeit am Abend, um deinen täglichen Fortschritt zu überprüfen, ist ein entscheidender Schritt hin zu einem stoischen Leben. 4. Bedenke deine innere Weisheit. In den Worten von Marcus Aurelius: Die Beherrschung des Lesens und Schreibens erfordert einen Meister, umso mehr das Leben. Ein Weiser ist jemand, der als erfahren in einem bestimmten Bereich angesehen wird und für seine Weisheit, sein Urteilsvermögen und seine Expertise verehrt wird. Für viele Menschen ist dieser Weise ein Vorbild. Die Stoiker widmeten Zeit darauf, über ihre Weisen nachzudenken und zu prüfen, ob ihre eigenen Handlungen mit denen des Weisen im Einklang standen. Marcus Aurelius betrachtete seinen Weisen als Zenon, den Begründer der stoischen Philosophie, und fragte sich oft, was würde Zenon tun? Die Betrachtung des Weisen sollte im Grunde ein nächtlicher Moment sein, in dem du über deinen Tag oder die Person, die du bist, nachdenkst und dich fragst, was würde dein Vorbild tun? Dein Vorbild kann jemand sein, den du kennst, oder einfach ein Konzept einer idealen Person. Es ist wichtig, eine klare Definition dieser Person zu haben, damit du reflektieren kannst, ob deine Handlungen mit deinem Vorbild übereinstimmen. Als Teil deiner nächtlichen Routine reserviere einige Minuten, um dich an dein Vorbild zu erinnern und dich zu fragen, hast du dich so verhalten, wie es dein Vorbild getan hätte? Auf welche Weise kannst du dich morgen verbessern, damit dein Leben mehr im Einklang mit deinem Vorbild ist? Welche Eigenschaften deines Vorbilds hast du heute an dir identifiziert? Ein paar Minuten in deine nächtliche Routine einzubauen, um über die Situationen nachzudenken, die du heute erlebt hast, und darüber, ob du so reagiert hast, wie du glaubst, dass es dein Vorbild getan hätte, kann dein Bewusstsein für deine Entscheidungen für morgen erhöhen und dich zu einem besseren Menschen machen, der Art von Person, die du zutiefst bewunderst. 5. Umarme eine höhere Perspektive. In den Worten von Marcus Aurelius: Betrachte die Angelegenheit in ihrer Gesamtheit, von der du den kleinsten Teil besitzt, und die Zeit in ihrer Gesamtheit, von der dir eine kurze und flüchtige Periode zugeteilt wurde, und die Werke des Schicksals, und wie klein dein Anteil an ihnen ist. Marcus Aurelius rät uns, das Leben aus der kosmischen Perspektive zu betrachten oder eine Sicht von oben zu haben. Eine Sicht von oben bedeutet, eine erweiterte Perspektive auf dein Leben einzunehmen und dich und deinen Tag zu betrachten,
als würdest du aus einer Drittperson-Perspektive beobachten, um persönliche Emotionen und Ängste zu entfernen. Es ist bekannt, dass Aurelius abends sein Leben aus der Sicht des Kosmos betrachtete, um seine begrenzte persönliche Perspektive zu überwinden. In der heutigen Welt gibt es viele Ablenkungen. Immer wenn wir das Haus verlassen, werden wir mit Werbung, Nachrichten, Meinungen und Ablenkungen bombardiert. Wenn wir nicht bei der Arbeit oder bei unserer Familie sind wir auf unseren Handys, hören Radio, sehen fern oder benutzen den Computer. All dies führt zu mentaler Erschöpfung. Es ist schwer, Platz zum Denken und Atmen zu finden. Unsere Aufmerksamkeit wird von Apps, Spielen, Videos und TV-Shows gefangen genommen und die Tatsache, dass unsere Aufmerksamkeit oft auf andere Dinge gerichtet ist, macht es uns schwer, uns mit unseren Problemen, Ängsten, Stress und Verpflichtungen auseinanderzusetzen. Um dies zu unterstützen, kann die stoische Übung der Annahme einer höheren Perspektive verwendet werden, um das Gewicht unserer Probleme zu lindern, da sie unsere Sicht auf eine Ebene über uns selbst verschiebt. Du kannst damit beginnen, dir abends etwas ruhige Zeit zu widmen, um deine unmittelbare Umgebung, deinen Körper, dein Zuhause und die Menschen, mit denen du lebst, zu beobachten. Beginne darüber nachzudenken, was sie fühlen könnten, wie du dich zu ihnen verhältst, welche Probleme, Hoffnungen und Ängste sie haben könnten. Dann erweitere deine Sichtweise um deine eigene Stadt und wie alle Menschen um dich herum einzigartige Leben haben, von denen du nichts weißt, zu sehen. Sie haben Hoffnungen, Träume und Ängste wie du. Erweitere deine Perspektive weiter, um dein eigenes Land zu sehen, dann noch weiter, um die gesamte Perspektive des ganzen Planeten zu erfassen und betrachte all die Menschen auf der Erde, all unsere Leben, die sich über Länder, soziale Klassen, Rassen und Kulturen erstrecken. Denke über die Herausforderungen nach, mit denen einige der weniger privilegierten Menschen konfrontiert sind. Erweitere weiter zum Sonnensystem, zum Universum und zur gesamten Existenz. Wenn wir uns von oben betrachten, erkennen wir, dass wir keine separaten Individuen sind, die von den Dingen um uns herum getrennt sind, sondern Teil eines größeren Ganzen, ein Teilnehmer an allem, was uns umgibt. Sich von außen zu betrachten, hilft uns und unsere Anliegen objektiver zu sehen. Wenn wir uns von den Sorgen, Ängsten und Problemen distanzieren, mit denen wir konfrontiert sind, können wir sie klarer sehen, mit weniger Emotionen und haben eine bessere Chance, ihre Ursachen und Lösungen zu verstehen. Es wird einfacher, Dinge im Kontext zu sehen. Wenn du dich niedergeschlagen fühlst, weil dich jemand beleidigt hat, versuche diese Übung. Es ist viel einfacher, die emotionalen Hindernisse zu überwinden, die wir erleben, wenn wir die Dinge in Perspektive setzen. Argumente und kleine Meinungsverschiedenheiten erscheinen im Vergleich trivial. Viele unserer Probleme können sich auflösen, wenn wir sie mit den Problemen anderer oder mit der Weite des Weltraums vergleichen. 6. Verbringe Zeit mit der Familie. Marcus Aurelius sagt uns: Diejenigen, die länger leben und diejenigen, die am schnellsten sterben, verlieren dasselbe. Denn die Gegenwart ist alles, was sie aufgeben können. Da das alles ist, was du hast und was du nicht hast, kannst du nicht verlieren. Für Marcus Aurelius war es am Ende des Tages Zeit, mit der Familie zu sein. Er liebte seine Kinder und seine Frau sehr. Obwohl er wichtig, berühmt und extrem beschäftigt war, vernachlässigte er sie nicht. Abends brachte er seine Kinder ins Bett und küsste sie, indem er sich leise sagte: Überstürze das nicht. Es könnte das letzte Mal sein, dass du es tust. Es ist nicht garantiert, dass ihr beide die Nacht übersteht. Er liebte sie. Er schätzte das, was direkt vor ihm lag, was wirklich das Wichtigste in seinem Leben war. Und dann wünschte er ihnen eine gute Nacht. Er tat dies immer wieder, solange er das Glück hatte zu leben. Die Stoiker nutzten die Betrachtung des Todes als Übung, um sich an die Vergänglichkeit des Lebens zu erinnern. Eine bekannte Krankenschwester in Australien,
die sich der Pflege von sterbenden Patienten verschrieben hatte, sagte, dass einer der häufigsten Bedauern eines sterbenden Menschen der Wunsch sei, mehr Zeit mit der Familie verbracht zu haben. Ihre Patienten bedauerten oft, die Jugend ihrer Kinder und die Gesellschaft ihrer Partner aufgrund der Anforderungen des modernen Lebens verpasst zu haben. Familien verbringen während der Woche gerade einmal etwas mehr als 2 Stunden zusammen, und das ist in den meisten Fällen vor dem Fernseher. In der Zwischenzeit zeigt die Forschung, dass Familien, die Zeit miteinander verbringen, glücklicher sind, eine stärkere Bindung haben und eine bessere psychische Gesundheit haben. Indem du Zeit mit deiner Familie verbringst, kannst du alltägliche Momente schaffen, die dir helfen, den Tag in Dankbarkeit zu beenden. Indem du dich deiner Familie zuwendest und mit ihnen sprichst, kannst du Momente der Freude, der Liebe und der Verbindung schaffen, die dich durch deinen stressigen Tag tragen und dir helfen, den nächsten Tag mit Gelassenheit zu beginnen. 7. Bereiten Sie sich auf die Morgen vor. Marcus Aurelius sagt: In deinen Handlungen verzögere dich nicht. Marcus Aurelius befürwortete nachdrücklich die Bedeutung des frühmorgendlichen Aufstehens. Er tat dies, um eine Morgenroutine zu etablieren, die jeden Moment maximal ausnutzte. Schlaf sollte daher eine erholende Erfahrung sein und keine Zeit, um der Faulheit nachzugeben. Eine Morgenroutine war für Aurelius entscheidend. Ein Teil dieser Morgenroutine begann jedoch sogar noch vor dem Morgen, wenn er sich auf den nächsten Tag vorbereitete. Die Stoiker bereiteten sich auf den Tag vor, indem sie morgens Zeit reservierten, um ihre Tage zu durchdenken. Sie taten dies, indem sie überlegten, was sie an diesem Tag erreichen wollten, sich auf verschiedene mögliche Ergebnisse vorbereiteten und über sich selbst nachdachten. Diese Art von Reflexionen wurde von vielen Stoikern am Morgen und auch am Abend durchgeführt. Um anzufangen, können Sie sich am Vorabend vorbereiten, um das Aufwachen am nächsten Tag zu erleichtern. Dies könnte bedeuten, dass Sie Ihre Kleidung für den nächsten Tag auswählen, Ihre Tasche für die Arbeit vorbereiten oder eine klare Morgenroutine festlegen. Denken Sie daran als eine Checkliste von Handlungen, die Sie ergreifen müssen, ohne Ihr Gehirn zu benutzen, um zu entscheiden, was Sie entscheiden sollen, da es bereits am Vorabend entschieden wurde. Merken Sie sich das. Je mehr Entscheidungen Sie tagsüber treffen, desto weniger effektiv werden sie. Sparen Sie Ihren Kopfraum für kleine Entscheidungen wie das Anziehen am Morgen. Dies ist nicht nur vorteilhaft für Ihre Gesundheit, sondern macht das Aufwachen auch zu einer angenehmeren Erfahrung. Die Vorbereitung auf den nächsten Tag während Ihrer nächtlichen Routine wird Ihnen nicht nur bei Ihrer Morgenroutine helfen, sondern kann auch die Angst vor den Aufgaben reduzieren, die Sie erwartet, wenn Sie aufwachen. Entdecke die zeitlose Weisheit der Stoiker. Tauche ein in eine Welt voller Ruhe, Gelassenheit und Glück. Klicke jetzt auf die Links in der Videobeschreibung, um die Bücher kennenzulernen, die dein Leben verändern könnten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, unsere Stoizismus-Playlist anzusehen und für noch mehr Videos, die Sie auf Ihrem Weg zu Erfolg und Glück begleiten, indem Sie die Weisheit der antiken Philosophie nutzen, abonnieren Sie doch unseren Kanal. Das war mein Beitrag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.